Hallo Welt, da bin ich wieder. Es ist Zeit für ein Update, damit ihr mal wisst, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Denn ich bin in der sogenannten Cosplay-Hölle. So nennen Maya und ich das immer, wenn man nicht mehr aus der Werkstatt rauskommt und eigentlich viel zu wenig Zeit ist und man es irgendwie schaffen muss. Ja, ich vergesse dann meistens auch immer zu essen. Schlafen vergesse ich theoretisch nicht, aber kann ich vergessen. Ja. Also, ich update euch mal, wie weit ich momentan bin. Die Gitarre zum Beispiel. Die Gitarre ist soweit eigentlich ganz fertig. Kleinigkeiten noch. Hier muss ich noch Schrift drauf machen. Das muss ich noch machen lassen von einer Plot-Firma. Nennt man das Plotten? Ansonsten ist sie soweit fertig eigentlich. Ich habe das hier noch letztens gebaut. Das ist ein Flugzeugschalter. Und wenn ich den aktiviere, dann geht der Startknopf an. Mit dem Knopf im Film wird dann die Gitarre aktiviert. Und die Gitarrenseiten sind dann ein Laser, also beziehungsweise 6 Laser. Ne? Die Funktionsweise hier ist auch folgendermaßen: Ich packe die Gitarre aus dem Koffer aus, ne? Und dann klappt sie halt auf. Die Gitarre, die Feder für die Gitarre mache ich dann noch ein bisschen stärker. Aber eigentlich vom Prinzip funktioniert es. Die sind auch schon ein bisschen ausgeleiert, die Feder, weil die ganze Zeit gespannt hier rumliegt. Ja, das ist so viel zur Gitarre. Ich bin immer noch am Arm dran, aber wir nähern uns. Das ist immer noch der Master. Den Arm habe ich schon einmal gegossen, dann war ich nicht zufrieden. Das ist übrigens hier schon Armor, ist noch nicht ganz fertig vom Finish her. Aber ich habe nur mal geguckt, ob es passt. Und es passt. Die Teile sind bis auf einen Teil eigentlich alle schon fertig gegossen und bearbeitet. Nur das Finish noch nicht drauf. Beim Arm, den habe ich einmal gegossen und dann ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, wirklich, aber hinterher war ich schlauer. Und deswegen habe ich ihn jetzt nochmal gegossen in einer anderen Farbe und mache den Prozess, den ich vorher vorhatte, jetzt genau andersrum, damit es besser wird. Aber das würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären. Fakt ist, ich habe jetzt 2 dieser Arme gegossen. Den einen kann ich wegschmeißen. Und ist ja nicht so, dass das Dragon Skin nicht schweineteuer ist. Vor allen Dingen, wenn man da halt 3 Kilo reinballert. Naja. Der ist aber noch in der Form, der neue. Ich kann euch den alten zeigen, aber der sieht zu schlecht aus, als dass ich das jetzt machen würde. Naja, wenn ihr dann den neuen seht, dann sagt er, ah ja, mega gut, wie der Ben das gemacht hat. Krass. Wenn ich euch den alten zeige, denkt ihr, deswegen zeige ich euch nicht den alten. So, ansonsten brauchen unsere Bösewichte noch Waffen. Das ist sowas wie eine Nerf Gun. Aber ich wollte extra keine Nerf Gun kaufen, weil Nerf Guns werden vom Design immer sofort erkannt. Und ich finde das Design von dieser Waffe eigentlich sehr realistisch, nur halt ein bisschen abgespaced. Deswegen gefiel mir das sehr gut. Nerf Guns sind immer noch ein bisschen abgefreakter. Das ist ja eigentlich auch schon ein bisschen geweathert. Später lasse ich noch den Teil hier vom Magazin leuchten. Dann habe ich noch eine Shotgun besorgt, die ist noch nicht ganz fertig. Ist auch von derselben Marke. Deswegen ist das Design immer sehr ähnlich. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und 2 Gewehre kommen noch. Dann bin ich noch an dem Mantel dran von Johnny Silverhand. Also im Spiel hat er keinen Mantel, aber in unserem Film wird er einen Mantel haben. Und den pimpe ich noch ein bisschen. Muss natürlich ein Samurai-Logo hinten drauf. Also der Mantel, den ich habe, das ist eigentlich der Blade-Mantel. Der lag jetzt 10 Jahre lang in der Kiste rum. Jetzt kann ich ihn nochmal für irgendwas benutzen. Also das Samurai-Logo kommt hinten drauf. Und ich mache auch diese Nuppies, die wie Female oder Male auf dem Arm habt. Kommen da auch noch drauf. Da bin ich gerade dran. Ist aber auch noch in der Form, kann ich euch auch nicht zeigen. Ja, was ist noch interessant? So, und zwar alle Teile, die ich in Hart gegossen habe, für die Nahaufnahmen. Hier, das ist ja Harz, ein Cold Cast sozusagen. Genau dieselben Teile habe ich auch nochmal in Silikon gegossen. Kommt auch noch Silber drauf. Und zwar, damit ich dann für die Stunt-Szenen einfach die weichen Teile benutzen kann. Ich tausche die dann aus. Und dann kann ich ruhig fallen und alles. Und es geht nichts kaputt. Ich muss um nichts Angst haben. Also alle Teile, die es in Hart gibt, das sind alles verschiedene Teile hier, gibt es auch nochmal in Silikon. Ja, der Handschuh, der ist sowieso Silikon. Da kommen noch ein paar Armor-Teile drauf und die habe ich auch in Hart und in Weich gegossen. Aber die Hand selber, die Johnny Silverhand Hand, ist sowieso aus Silikon. Ich habe nur einen gegossen, weil es ist ein Riesenaufwand, einen Silikonhandschuh zu gießen. Und
Der erste hat natürlich mal wieder nicht funktioniert. Wieder Dragon Skin verballert. Ne? Kostet ja nichts das Zeug. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Der kleine Finger war ganz zu. Keine Ahnung, wie das geht, weil wir schwenken ja die ganze Zeit und der kleine Finger war voll. Keine Ahnung, warum nur der kleine Finger voll war. Auf jeden Fall nochmal einen gemacht. Das dauert mehrere Stunden, bis einer fertig ist. Der hat geklappt. Ein paar Löcher sind in der Innenfläche. Ist egal, wird man nie sehen. Der funktioniert und vielleicht, wenn ich Zeit habe, mache ich als Backup noch einen, falls er am Set kaputt geht. Aber ich befürchte, ich werde keine Zeit haben. Also wird es dabei bleiben. So, klingt nach nicht so viel, aber es ist Hölle viel, weil ich gleichzeitig auch noch für unseren Cyberpunk-Film die ganzen Komparsen betreuen muss und die Prop-Bilder. Und das beides sind 100 Leute. So, und dann gehören noch die fast täglichen Calls mit Vidan dazu, wie wir alles planen müssen und wie wir alles planen und wie wir es auf die Reihe kriegen. Und es ist ein Riesenhaufen Arbeit, aber mittlerweile ist so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels. Das bedeutet, ein paar Projekte fallen schon so vom Kopf so langsam weg, weil die so gut wie vollendet sind. Ich hatte halt ganz lange keine Pistolen. Ich wusste nicht, was mache ich denn mit den Bösen. Die brauchen auch Pistolen. Und mir gefiel nie was. Jetzt habe ich endlich was gefunden. Musste nur noch fertig anmalen, dann ist das durch und dann ist diese Aufgabe auch schon erledigt. Das ist sehr schön, wenn man das so machen kann. Also wenn man das quasi abhaken kann. Ja, morgen werde ich den anderen Arm in Form. Der ist hier auch noch in der Form drin. Hier ist er drin. So schwer. Und wie ihr seht, ist der jetzt schwarz. Der andere war in rotem Silikon gegossen. Ja, und dann geht es da morgen weiter. Zum Glück malt Maya den Arm an, weil ich bin da nicht so gut drin. Und sie macht einige der Paint-Jobs. Das finde ich großartig, weil sie ein Zauberer ist. Bevor ich es vergesse, ich habe es fast vergessen zu erwähnen, morgen treffen Vidan und ich uns, ist das ein richtiger Satz? Morgen treffen Vidan und ich uns mit den anderen Stuntleuten. Nicht mit allen, weil auch viele aus anderen Ländern kommen, aber mit vielen der deutschen Stuntleute. Und wir werden halt ein paar Sachen ausprobieren. Und vor allen Dingen, weil Vidan, ich rede mal, Vidan, der ist ja mehr in Film involviert als ich, Vidan hat mit den meisten der Leute noch nicht zusammengearbeitet und man muss natürlich auch ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, ob das klappt und auch ein paar, das klingt jetzt so hart, aber so ist es normal, man muss auch ein paar Ansagen machen und den Leuten sagen, hör mal, so arbeiten wir, weil so funktioniert das. Und der Ton, so ist es all over the planet, der Ton am Set ist schon immer sehr, ja, und weil es muss funktionieren. Der Zeitplan muss eingehalten werden und man muss auch sehen, ob die Stuntleute die Sachen so umsetzen können. Weil es ist eine Sache, die körperlichen Skills zu haben, ist eine andere Sache, an einem Set zu arbeiten und die Sachen so umzusetzen, wie der Regisseur, in dem Fall Vidan und ich, sich das vorstellen. Und ein großes Problem, sage ich mal, ist es auch oft bei erfahrenen Kampfkünstlern, das dann in der Kamera gut aussehen zu lassen. Also, weil das ist nicht das gleiche. Kampfkünstler, Martial Artist ist nicht das gleiche wie Showkämpfer. Und oft sind dann die Stunt-Leute richtige Martial Artists. Und das müssen wir morgen herausfinden, ob das so funktioniert. Ja? Aber ich denke mal, zum Großteil wird das funktionieren. Wir müssen uns darauf einstellen. Vor allem die Stunt-Leute müssen sich darauf einstellen. Ich werde mich sehr stark darauf einstellen müssen, weil ich muss ja gegen jeden kämpfen. Ich muss mich also auf jeden einstellen. So, gut. Mehr habe ich erstmal nicht auf Lager, aber auch eine ganze Menge, viel gelabert. Wir sehen uns nächste Woche mit einem Update, hoffe ich, dass ich das hinkriege, weil je näher es zum Film kommt, umso schwieriger wird es, überhaupt noch was auf die Reihe zu kriegen. Weil nächste Woche um diese Zeit, nur noch eine Woche, ich habe ein bisschen Angst. Wir sehen uns später, macht's gut.